Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deutsch am Telefon. Heute sprechen wir darüber, wie du ohne Stress auf Deutsch telefonieren kannst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass du dabei bist bei Deutsch am Telefon. Wir zeigen dir hilfreiche Tipps, damit du beim Telefonieren in der deutschen Sprache sicherer wirst. Abonniere uns und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Telefonate beginnen oft mit einer einfachen, aber wichtigen Aufgabe. Sich vorstellen. Gerade am Telefon, wo man den anderen nicht sieht, ist es besonders wichtig, klar und deutlich zu kommunizieren. Aber wie stellt man sich richtig vor? Zuerst überlegt man sich, wer man ist und mit wem man spricht. Ist es ein formelles Gespräch oder eher ein privates? Im formellen Kontext, wie bei einem Anruf im Büro, sollte man seinen vollständigen Namen und gegebenenfalls die Firma nennen. Ein gutes Beispiel für ein formelles Gespräch wäre: Guten Tag, mein Name ist Anna Müller von der Firma Mustermann. Ich rufe an, um über unser aktuelles Projekt zu sprechen. Hier gibt man dem Gesprächspartner direkt alle wichtigen Informationen. In einem informellen Kontext, wie bei einem Anruf unter Freunden, kann man es etwas lockerer angehen. Da reicht oft der Vorname, zum Beispiel „Hallo, hier ist Anna“. Das schafft direkt eine persönliche und entspannte Atmosphäre. Doch was macht man, wenn man den Namen des Gesprächspartners nicht weiß? Das kann passieren, wenn man eine allgemeine Nummer anruft. Hier ist Höflichkeit der Schlüssel. Ein einfacher Einstieg könnte sein: Guten Tag, ich würde gerne mit jemandem aus der Kundenbetreuung sprechen. Und was, wenn man angerufen wird? Auch dann ist es wichtig, sich vorzustellen. So weiß der Anrufer direkt, ob er die richtige Person erreicht hat. Ein einfaches „Hallo, Anna Müller am Apparat“ kann hier schon viel Klarheit schaffen. Manchmal kann es auch vorkommen, dass man in einer lauten Umgebung telefoniert. Dann ist es wichtig, besonders deutlich zu sprechen oder gegebenenfalls den Ort zu wechseln. Schließlich möchte man Missverständnisse unbedingt vermeiden. Ein weiterer Tipp ist, die eigene Stimme bewusst zu nutzen. Eine freundliche und klare Stimme wirkt einladend und professionell. Das kann besonders in geschäftlichen Gesprächen entscheidend sein, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Es ist auch eine gute Idee, sich vor einem wichtigen Telefonat Notizen zu machen. So vergisst man nicht, was man sagen möchte und kann sich ganz auf das Gespräch konzentrieren. Vorbereitung kann helfen, Nervosität abzubauen. Und wenn man einmal ins Stocken gerät, das kann jedem passieren. In solchen Momenten hilft es, ruhig zu bleiben und sich kurz zu sammeln. Man kann sich entschuldigen und dann das Gespräch fortsetzen. Am Ende ist es wichtig, das Gespräch freundlich abzurunden. Ein einfaches „Vielen Dank für Ihre Zeit, auf Wiederhören“ zeigt Wertschätzung und hinterlässt einen positiven Eindruck. So bleibt man dem Gesprächspartner in guter Erinnerung. Zusammengefasst ist das richtige Vorstellen am Telefon der erste Schritt zu einem erfolgreichen Gespräch. Mit ein wenig Übung und den richtigen Tipps kann jeder lernen, Telefonate souverän zu beginnen.
Nachdem wir uns vorgestellt haben, folgt der nächste Schritt im Telefonat, das Anliegen klar und präzise zu erklären. Dies ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und das Gespräch effektiv zu gestalten. Ein Anliegen zu erklären beginnt oft mit einer kurzen Einleitung, warum man anruft. Wichtig ist, dass man dabei direkt auf den Punkt kommt. Niemand möchte lange um den heißen Brei herumreden, besonders in geschäftlichen Gesprächen. Nehmen wir an, man ruft im Büro an, um Informationen zu einem Projekt zu erhalten. Eine klare Formulierung wäre: Ich rufe an, um mehr über den Status unseres Projekts zu erfahren. So weiß der Gesprächspartner sofort, worum es geht. In einer informellen Situation, wie bei einem Anruf bei Freunden, kann man direkter sein. Hey, ich wollte fragen, ob wir uns am Wochenende treffen. Hier ist das Anliegen locker formuliert, was zur Situation passt. Es kann vorkommen, dass man nicht alle Informationen hat oder etwas unklar ist. Dann ist es wichtig, gezielt nachzufragen. Dabei sollte man höflich bleiben und konkrete Fragen stellen, um klare Antworten zu erhalten. Wenn man zum Beispiel in einem Geschäft anruft und etwas über ein Produkt wissen möchte, könnte man sagen: Könnten Sie mir bitte sagen, ob der Artikel auf Lager ist? Eine klare Frage hilft, die benötigten Informationen schnell zu bekommen. Manchmal versteht man vielleicht nicht alles, was der Gesprächspartner sagt. In solchen Fällen ist es hilfreich, um Wiederholung oder Klarstellung zu bitten. Man könnte höflich fragen: Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Eine weitere Möglichkeit, Verständnis zu zeigen, ist das Zusammenfassen des Gehörten. So kann man sicherstellen, dass beide Seiten dasselbe Verständnis haben. Einfach nachfragen: Habe ich das richtig verstanden? Auch bei schriftlichen Notizen während des Gesprächs ist Vorsicht geboten. Es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nur relevante Punkte zu notieren, um das Gespräch nicht zu unterbrechen. Ein gut strukturiertes Gespräch kann durch gezielte Nachfragen und klare Anliegen viel effizienter werden. Das spart Zeit und zeigt dem Gesprächspartner, dass man vorbereitet und interessiert ist. Am Ende des Gesprächs sollte man sicherstellen, dass alle Fragen geklärt sind. Ein kurzer Rückblick hilft, offene Punkte zu identifizieren. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Ein weiteres Zeichen von Professionalität ist es, dem Gesprächspartner für die Auskunft zu danken. Ein einfaches „Vielen Dank für Ihre Hilfe“ zeigt Wertschätzung und rundet das Gespräch positiv ab. Mit einem klaren Anliegen und gezielten Fragen kann man jedes Telefonat produktiv gestalten. Diese Fähigkeiten sind sowohl im Berufs- als auch im Privatleben wertvoll und helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Gibt es noch eine Frage, die Ihnen zu diesem Thema einfällt oder etwas, das Sie gerne genauer wissen würden? Auch im besten Gespräch kann es passieren, dass man etwas nicht versteht. Vielleicht spricht der andere zu schnell oder nutzt unbekannte Begriffe. In solchen Momenten ist es wichtig, ruhig zu bleiben und angemessen zu reagieren. Wenn man etwas nicht versteht, sollte man nicht einfach nicken oder so tun, als hätte man alles mitbekommen.
Das kann zu Missverständnissen führen. Besser ist es, direkt nachzufragen und um Klarstellung zu bitten. Eine höfliche Möglichkeit ist, den Gesprächspartner zu unterbrechen und freundlich zu sagen: Entschuldigung, könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? So zeigt man Interesse und der andere hat die Gelegenheit, sich deutlicher auszudrücken. Manchmal reicht es nicht, nur um Wiederholung zu bitten. Wenn ein bestimmtes Wort oder Konzept unklar ist, kann man gezielt nachfragen: Was genau bedeutet das? Oder könnten Sie das bitte genauer erklären? Eine andere Strategie ist es, das Gehörte in eigenen Worten zusammenzufassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Sie? Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden und zeigt dem Gesprächspartner, dass man aktiv zuhört. In manchen Fällen kann es helfen, Notizen zu machen. So kann man das Gehörte später noch einmal durchgehen. Dabei sollte man sich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren und nicht versuchen, jedes Wort mitzuschreiben. Wichtig ist, dass man sich nicht schämt, nachzufragen. Jeder kann mal etwas nicht verstehen und es ist völlig in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Das zeigt dem Gesprächspartner, dass man das Gespräch ernst nimmt. Auch der Tonfall spielt eine Rolle. Ruhig und freundlich zu bleiben, erleichtert das Gespräch. Ein einfaches „Es tut mir leid, ich habe das nicht ganz mitbekommen“ wirkt offen und ehrlich. Wenn man merkt, dass der Gesprächspartner viele Fachbegriffe benutzt, kann man bitten, einfacher zu sprechen. Ein Satz wie „Könnten wir das in einfacheren Worten besprechen?“ kann helfen, das Gespräch verständlicher zu gestalten. Manchmal hilft es auch, das Gespräch zu verlangsamen. Einfach zu sagen: Könnten wir das etwas langsamer durchgehen, gibt beiden Seiten die Möglichkeit, besser zu folgen. Ein weiterer Tipp ist, den Kontext zu klären. Fragen wie „In welchem Zusammenhang steht das?“ können helfen, das Gesagte besser einzuordnen und zu verstehen. Am Ende eines Gesprächs ist es sinnvoll, noch einmal zusammenzufassen, was man besprochen hat. So stellt man sicher, dass keine wichtigen Informationen verloren gegangen sind. Mit diesen Strategien kann man auch in schwierigen Gesprächssituationen den Überblick behalten und sicherstellen, dass man alles richtig verstanden hat. Das steigert die Effektivität des Gesprächs und stärkt die Beziehung zum Gesprächspartner. Welche Strategien nutzen Sie, wenn Sie in einem Gespräch etwas nicht verstehen und um Klarstellung bitten möchten? Nachdem wir nun wissen, wie wir in einem Gespräch Missverständnisse vermeiden, sollten wir uns damit befassen, wie man ein Gespräch höflich beendet. Richtig, denn es ist ebenso wichtig, ein Gespräch angemessen zu beenden, wie es zu beginnen. Ein freundlicher Abschied hinterlässt einen positiven Eindruck. Ein einfacher und effektiver Weg ist es, dem Gesprächspartner für das Gespräch zu danken. Ein Satz wie „Vielen Dank für das Gespräch“ zeigt Wertschätzung. Man kann auch auf die besprochenen Punkte eingehen. Ich habe viel Interessantes erfahren. Danke dafür. So zeigt man, dass man aufmerksam war. Wenn man das Gespräch beenden möchte, kann man höflich sagen: „Es tut mir leid, aber ich muss leider gehen.“
Das signalisiert, dass man das Gespräch schätzt, aber jetzt andere Verpflichtungen hat. Ein guter Zeitpunkt für den Abschluss ist, wenn es eine natürliche Pause gibt. Dann kann man das Gespräch elegant beenden, ohne abrupt zu wirken. Wenn man das Gespräch vertiefen möchte, kann man anbieten, sich später weiter auszutauschen. Lassen Sie uns doch bald weiter darüber sprechen. Es ist auch hilfreich, eine positive Note hinzuzufügen, wie „Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch“. Das hinterlässt einen freundlichen Eindruck. Sollten noch offene Fragen bestehen, kann man anbieten, diese beim nächsten Mal zu klären. Wir können das gerne ein anderes Mal weiter besprechen. Wichtig ist, dabei ehrlich und authentisch zu bleiben. Künstliche oder ausweichende Abschiedsfloskeln wirken oft unpassend. Wenn man das Gespräch schriftlich fortsetzen möchte, kann man vorschlagen, ich werde Ihnen eine E-Mail mit weiteren Details schicken. Es ist auch hilfreich, den Kontakt zu pflegen. Ein Satz wie „Bleiben wir in Kontakt“ signalisiert, dass das Gespräch geschätzt wurde. Manchmal ist es notwendig, ein Gespräch abrupt zu beenden. In solchen Fällen kann man sich entschuldigen und einen Grund nennen. Entschuldigen Sie, aber ich habe einen dringenden Termin. Auch das Anbieten von Hilfe zeigt Engagement. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren. Ein letzter Tipp. Ein freundliches Lächeln sowie ein fester Händedruck beim Abschied hinterlassen einen bleibenden, positiven Eindruck. Mit diesen Strategien gelingt es, Gespräche respektvoll und freundlich zu beenden und die Beziehung zu stärken. Vielen Dank, dass ihr uns in dieser Podcast-Folge begleitet habt. Wir hoffen, ihr habt viel über das höfliche Beenden von Gesprächen gelernt. Bitte hinterlasst einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus der Folge. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, damit ihr keine zukünftigen Folgen verpasst. Wir freuen uns darauf, euch bald wieder hier zu begrüßen. Der Begriff. Manchmal versteht man einen Begriff nicht sofort. Wenn ein Begriff unklar ist, sollte man nach einer Erklärung fragen. Der Kontext. Der Kontext hilft, das Gesagte besser zu verstehen. Ohne den richtigen Kontext entstehen leicht Missverständnisse. Die Klarstellung. Eine Klarstellung hilft, Missverständnisse zu beseitigen. Durch eine Klarstellung kann der Gesprächspartner sich deutlicher ausdrücken. Die Verpflichtung. Eine Verpflichtung kann das Ende eines Gesprächs notwendig machen. Wegen einer Verpflichtung kann man höflich darauf hinweisen, dass man gehen muss. Die Beziehung. Eine gute Beziehung zum Gesprächspartner ist wichtig. Eine respektvolle Kommunikation stärkt die Beziehung.